Grüßt euch und herzlich willkommen zum dritten Teil zum Bau von Jaggels Nullanlage. Heute geht es mit dem Schattenbahnhof los, aber bevor ich jetzt hier den Gummikock verlege, mache ich hier mal die Schattenbahnhofsbeleuchtung. Dazu habe ich mir jetzt hier schon Leisten vorbereitet und die schraube ich jetzt von unten dagegen und dann kommt da der LED-Streifen hin. So, jetzt haben wir die Schattenbahnhofsbeleuchtung eingebaut. So schaut es aus. Da fehlen jetzt dann nur noch die Gleise und der Gummikock. Aber es wird langsam. Genau. Von vorn bis hinten durchbeleuchtet. So, und da drüben sieht man noch den Rest quasi, der ist dann für den Wendel. Gut, dann geht es weiter mit dem Gummikock. Jetzt bin ich gerade dabei und fräse mit so einem Bohrergerät hier Löcher in den Rahmen, dass ich dann hier die Buchbinderrückengeräte installieren kann, wo ich dann die Kabel durchführe. Das mache ich über die gesamte Länge und wahrscheinlich auch in Teilen in der Breite oder alle zwei oder so, das muss ich schauen. Ja, weil so viel Kabel wird es, hoffe ich gar nicht, aber ja, wahrscheinlich wird es doch viel Kabel. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall, jetzt muss ich erstmal die Maschine ein bisschen auskühlen lassen und dann geht es weiter. So, jetzt habe ich die Löcher soweit fertig gebohrt und habe die Buchbinderrücken hingemacht. Und jetzt habe ich hier schon meine erste Bahn Gummikock reingelegt. Da hat sich jetzt rausgestellt, dass es vielleicht mehr Sinn macht, wenn ich einen weißen Stift nehme und ein scharfes Messer habe. Deswegen brauche ich jetzt erstmal das richtige Werkzeug und dann kann ich ordnungsgemäß weitermachen. Heute wird gekorkt. Ich zeige das hier auch mal kurz. Es hat 4 Grad. Wie heißt so schön, Arbeit ist die wärmste Jacke. Jetzt werde ich mal, es ist jetzt kurz nach 2, jetzt werde ich mal die Heizung anmachen. Da haben wir hier den guten Ölradiator. Den schmeißen wir jetzt mal an. Dann schauen wir mal, was in einer Stunde rumkommt. Und jetzt geht's hier los. Gut, dann messe ich jetzt meinen Gummikock aus. Muss ich erstmal ein bisschen ausholen. Gut. So. So. Dann habe ich hier einen Winkel, den lege ich an der Seite an. Dann schiebe ich das auf die Höhe, wo ich es brauche. Und dann schön mit dem scharfen Cutter cutten. Und dann das gleiche von der anderen Seite. Gut, dann war es das schon. Jetzt habe ich überall den Gummikock reingelegt, mit dem Jaggel zusammen, der ist auch da, aber er ist noch ein bisschen kamerascheu. Und jetzt geht das einmal rum. Jetzt müssen wir halt schauen, jetzt werde ich mal die Zwischenräume hier mit Schwarz ein bisschen ausmalern, dass das dann nicht so ein Kontrast gibt, dass es ein bisschen harmonischer ausschaut. Das ist jetzt der nächste Schritt und dann wird es geklebt. Ich bin euch noch eine Erklärung schuldig, warum ich überhaupt die Zwischenräume grau färbe, beziehungsweise warum ich überhaupt Zwischenräume mache. Und zwar will ich dann da die Kabel quasi im Gleis bis zu den Zwischenräumen führen und dann nach hinten raus, dass ich dann da quasi hinten die Verkabelung machen kann. Dann ist es jetzt genau 2 Stunden her, dass wir die Dinge angemacht haben, mit immer mal wieder Pausen. Und wir haben jetzt ungefähr 11 Grad. So schaut es aus. Besser als 4. 11 ist besser als 4. Genau. So, jetzt lassen wir das alles mal schön trocknen. Und dann wird der Gummikock reingeklebt. Das ist dann der nächste Schritt.
So, jetzt habe ich mal soweit alles aufgebaut für unsere Klebeaktion. Die Seite wird beklebt, quasi mit Kleber bestrichen und dann die untere Holzseite auch. Und dann muss man es eine Viertelstunde liegen lassen und dann zusammenpressen. Das wird ein bisschen tricky hier unten. Mal sehen, ob das was wird. Und dann habe ich zum Beschweren hier die guten alten vom Bertelsmann. Genau, und das ist jetzt der nächste Schritt. So, jetzt habe ich gleich mal platziert. Hier habe ich meinen Kleber. Und jetzt geht's los. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. So, jetzt muss ich das hier eine Viertelstunde liegen lassen. Und jetzt baue ich euch mal um und mache unten. Und hier unten machen wir dann das gleiche Spiel. Jetzt im Eck hinten an. So, und jetzt kommt meine Paradedisziplin, und zwar geduldig warten. So, jetzt habe ich mir überlegt, ich rolle das hier mal auf die Rolle auf. Dann kann ich das hoffentlich schön ansetzen. Ich traue ja immer diesem Kontaktkleber nicht. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe gar keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Und da fehlt noch ein bisschen die Routine. Ja, aber das ging jetzt recht gut. Überraschenderweise. So. Schneid's mal da noch die Dinge drauf. Die guten Bertelsmänner. So, aber es ging jetzt eigentlich überraschend gut, würde ich mal sagen. Jetzt muss es nur noch halten. Jetzt haben wir mal den Gummikock so weit reingelegt. So schaut's aus. So schaut's aus. Und ja, wir haben ungefähr 12 Quadratmeter geschafft, also bis hier hinter. Da müssen wir jetzt nochmal Kleber nachordern. Aber es hält echt gut. Also ich bin begeistert vom Kontaktkleber. Jetzt haben wir hier die 2 restlichen Flecken noch reingemacht. So schaut das Ganze aus. Haben wir in dem Teil einiges geschafft. Viele nervige Sachen, viele langweilige Sachen, aber jetzt geht es dann los. Das Schattenbahnhofslicht ist auch an. Und genau, so ist der aktuelle Stand. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.